Der Herr segne euch reichlich. Gott ist so wunderbar und ich möchte an diesem Tag einfach, wo auf vielen Stellen vielleicht nicht Gottesdienst ist, möchte ich einfach mal eine Kurzbotschaft euch mitteilen, was ich in diesen Tagen über nachgedacht habe, wo so viele negative Nachrichten sind, so viel Sorge auf der Welt, so viele Menschen haben Angst, viele können nicht aus ihren Häusern raus, weil die Regierungen das verboten haben, wegen dieser ganzen Pest vom Coronavirus. Und da gibt es viel Unsicherheit. Und ich möchte euch ein Wort mitteilen, worüber ich nachgedacht habe in diesen Tagen. Ich glaube, wenn ein Arzt eine Krankheit feststellen will und die richtig behandeln, dann braucht er eine Diagnose. Und genauso brauchen wir eine Diagnose über das, was geschieht und überhaupt über das, was wir tun müssen. Und ich glaube, die klare Diagnose ist, dass in der Welt viel Sünde ist. Und damit Gott eingreift, brauchen wir Buße. Das ist, was klar in seinem Wort steht. Ich möchte euch Römer Kapitel 5, Vers 12 lesen, wo es sagt, durch einen einzigen Menschen, nämlich durch Adam, ist die Sünde in die Welt gekommen und als Folge davon der Tod. Nun sind alle Menschen dem Tod ausgeliefert, denn alle haben auch selbst gesündigt. Also die Bibel sagt uns klar, durch Adam, sein Ungehorsam, ist die Sünde in die Welt gekommen. Aber wir alle sind auch dem Tod ausgeliefert, weil wir selbst alle gesündigt haben. Also die Sünde macht die Tür auf für den Tod. Die Sünde macht die Tür auf für alles Böse. Wir sehen, als Gott die Welt schuf, in 1. Mose Kapitel 1, Kapitel 2, dass Gott immer wieder sagte, und alles war gut. Alles war perfekt. Sogar der Mensch wurde nach Gottes Ebenbild geschaffen. Bis die Sünde in die Welt kam. Als die Sünde in die Welt kam, kam der Tod in die Welt, kam die Krankheit in die Welt. Als die Sünde in die Welt kam, kriegte Satan durch die Sünde im Leben der Menschen Autorität, um die Menschen zu schaden, um die Menschen zu zerstören und um viel Übel anzurichten. Wir sehen heute, dass die Welt von der Sünde beherrscht wird. Und so komme ich zu dem Text von 2. Chronik Kapitel 7. Der weise Salomo hatte einen Tempel gebaut und hat gebetet, dringend gebetet, dass Gott mit seiner Gegenwart den Tempel segnen möge und da wohnen möge. Und da sagt es in Vers 11 so, vollendete Salomo den Tempel des Herrn und seinen eigenen Palast. Es war ihm gelungen, alles wie geplant auszuführen. Da erschien ihm eines Nachts der Herr und sprach zu ihm: Ich habe dein Gebet erhört und diesen Tempel als Ort erwählt, an dem ihr mir eure Opfer darbringen könnt. Wenn ich es einmal lange Zeit nicht regnen lasse, wenn ich Heuschrecken ins Land schicke, damit sie die Ernte vernichten, oder wenn ich in meinem Volk die Pest ausbrechen lasse, und sie rufen zu mir, dann will ich im Himmel ihr Gebet erhören. Gott hatte in den Büchern Mose gesagt, in 5. Mose, Kapitel 28, wenn das Volk sündigte und sich von Gott abwenden würde, um andere Götter zu folgen, dann würden die Folgen der Sünde kommen. Wir wissen, dass der Sünde sollt ist der Tod, sagt die Bibel.
Aber andere Folgen von Sünde sind all diese anderen Sachen aus, was wir hier eben gelesen haben, die Pest, die Heuschrecken, die Missernten, die Katastrophen. Wenn da keine Sünde wäre, dann wäre alles gut. Also mit anderen Worten gesagt, die Sünde ist die Tür, durch die alles Üble in uns reinkommen kann, durch die die Zerstörung in unserem Leben reinkommen kann. Aber wie gut ist Gott? Gott hat einen Weg für uns. Es sagt hier, wenn all das passiert und sie rufen zu mir, dann will ich im Himmel ihr Gebet erhören. Die andere Übersetzung sagt, wenn sie sich demütigen und beten. Also, um unsere Sünden zu erkennen, müssen wir uns demütigen und beten. Dann wird Gott uns erhören. Wenn dieses Volk, das meinen Namen trägt, sich mir in Demut unterordnet, von seinen falschen Wegen umkehrt und nach mir fragt, dann will ich ihnen vergeben und ihr geplagtes Land wieder heilen. So eine herrliche Verheißung. Und ich denke, die ersten Verse, das ist, wo wir jetzt drin leben. Pesten, Trockenheit, Not, Schrecken, Tod und das alles die Folge von so vielen Sünden. Und ich glaube, der Herr gibt uns hier die Antwort, was wir tun sollen. Was sollen wir tun? Wir sollen beten. Wir sollen uns demütigen. Wir sollen uns Gott unterordnen, gehorsam sein. Wir sollen von unseren falschen Wegen umkehren und nach Gott fragen, nach Gottes Willen fragen. Dann wird er uns vergeben und unser geplagtes Land wieder heilen. Das ist, was der Herr uns verspricht. Und wir sehen, dass viele dieses Wort gebraucht haben. Wir sehen es mehrmals in der Bibel. Wir sehen es bei Nehemia, als Nehemia betete und zu Gott um Gnade schrie. Dann berief er sich auf Gottes Verheißungen. Wir sehen es bei König Ezekiel, als der zu Gott schrie. Bei König Josaphat. Immer wieder demütigten sie sich vor Gott und erkannten, wie schwer die Lage war und taten Buße und fragten Gott um Hilfe und Gott hat ihnen geholfen und Gott hat ihr Land geheilt. Also was müssen wir tun? 1. Johannes Kapitel 1, Vers 8 sagt, wenn wir behaupten, sinnlos zu sein, betrügen wir uns selbst. Dann lebt die Wahrheit nicht in uns. Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, dann erweist sich Gott als treu und gerecht. Und er wird unsere Sünden vergeben und uns von allem Bösen reinigen. Das ist wunderbar. Also was müssen wir tun? Wir müssen unsere Sünden erkennen, unsere Sünden bekennen, Buße tun und Gott wird uns gnädig sein. Gott wird uns vergeben. 1. Petrus Kapitel 2, 24 sagt, Christus hat unsere Sünden auf sich genommen und sie am eigenen Leib zum Kreuz hinaufgetragen. Das bedeutet, dass wir für die Sünde tot sind und jetzt leben können. Also Jesus hat den Preis des ewigen Todes für uns gezahlt. Er ist ans Kreuz gegangen. Weil er gerecht war, ist er für uns geopfert worden, damit wir nicht ewig sterben brauchen. Und jetzt können wir leben, wie es Gott gefällt, sagt es. Also der hat uns nicht freigekauft, um weiter in der Sünde zu bleiben.
sondern er hat uns freigekauft, um uns in ein neues Leben zu führen. In ein Leben im Gehorsam mit Gott, in der Gemeinschaft mit Gott. Durch seine Wunden hat Christus euch geheilt. Also was hat Jesus alles für uns am Kreuz bezahlt? Er hat für uns bezahlt Sündenvergebung. Er hat bezahlt, er hat alle Krankheiten am Kreuz besiegt. Er hat alle Flüche des Teufels am Kreuz besiegt. Er hat alle Macht der Finsternis besiegt. Er hat den Preis gezahlt, damit wir wieder mit Gott in Gemeinschaft kommen können. Damit wir mit Gott Frieden haben können. Also was müssen wir tun? Ich glaube, wir müssen diese Zeit, wo viel Sorge ist auf der Welt, ausnutzen, um uns vor Gott zu beugen, vor Gott zu demütigen, vor Gott unsere Sünden zu bekennen und die Sünden unseres Volkes und Gott um Gnade anflehen. Dann wird er auch uns gnädig sein. Dann wird er auch von unserem Land die Pesten wegnehmen. Dann wird er es auch regnen lassen. Dann wird er uns auch Frieden schenken und unsere Sünden vergeben, damit wir wieder in Freude leben können. Und ich glaube, der Aufruf für diese Zeit, was Gott uns gibt, ist, dass wir uns vor Gott beugen und beten. Als Familie. Dass wir uns einig werden. Dass wir von ganzem Herzen sein Angesicht suchen. Lasst uns beten. Lieber Vater, ich danke dir in Jesu Namen für deine Liebe, für deine Gnade. Ich danke dir für Jesus Christus. Ich danke dir, dass Jesus Christus hat den Fluch der Sünde auf sich genommen. Ist ans Kreuz geheftet worden. Ich bitte dich auch, vergib uns. Herr, wir, unsere Familien, unser Volk hat gegen dich gesündigt. Herr, was wir sehen in unseren Ländern, ist die Folge von Sünde. All diese großen Pesten, Hungersnöte, Trockenheit, Stürme sind Zeichen von Sünde, sind doch Zeichen von der letzten Zeit. Herr, aber du sagst, wenn dein Volk sich demütigt, wenn dein Volk sich dich unterordnet, wenn dein Volk um Vergebung fragt und von ihren bösen Wegen ablässt, dann wirst du es verzeihen und du wirst ihr Land heilen. Herr, wir demütigen uns vor dir und bitten dich alle zusammen heute. Vergib uns. Vergib unserem Volk. Nimm diese Pesten weg. Und lass es auch wieder regnen. Herr, sei uns gnädig. Wir brauchen dich. Wir danken dir, Herr Jesus, dass du alles auf dich genommen hast. Und wir nehmen es im Glauben an, Herr. Danke für deine Liebe und danke, dass du uns am Kreuz freigekauft hast. Danke, Herr, dass wir durch deine Wunden Vergebung haben und dass wir auch durch deine Wunden geheilt sind. Herr, ich bitte dich auch für all die, was an der Front stehen. Für die, was inmitten von viel Krankheit im Krankenhaus arbeiten, beschütze sie. Ich bitte dich auch für unseren Präsidenten, für unsere Regierungsarbeiter. Herr, ich bitte dich, segne sie und behüte sie. Ich bitte dich auch für die Kranken, schenke Heilung im Namen Jesu. Durch deine Wunden sind sie geheilt, Herr. Herr, ich bitte dich auch für Israel und segne Israel im Namen Jesu. Amen. Möge Gott uns helfen, an diesem Tag, in diesen Tagen wirklich nachzudenken und festzuhalten, weil Jesus ist unser Sieger. Der Herr segne dich.